Wir haben Laos erreicht und China hinter uns gelassen. Angekommen in einer völlig anderen Welt, ging es direkt daran, die Suzuki zu reparieren. Alles schien gut zu laufen, der Motor war zusammengebaut, die Hoffnung war da, dass wir bald wieder weiterreisen können. 5 Tage lang haben wir gearbeitet, 5 Tage lang geglaubt, es geschafft zu haben. Doch dann ändert sich alles. Der Motor läuft, aber Öl und Wasser vermischen sich, ein Zeichen, das nichts Gutes bedeutet. Wir müssen wieder bei Null anfangen, den Motor erneut zerlegen, den Fehler finden. Was folgt, entpuppt sich als eine der schwersten und anstrengendsten Aufgaben unserer gesamten Reise. Wir stecken fest in dieser kleinen Stadt in Laos und mit jedem weiteren Tag schwindet die Hoffnung ein Stück mehr. Ja, so vergehen die Tage hier in Laos. Wir sind immer noch hier in diesem wunderschönen Hotel, was mir langsam echt, bevor ich langsam genug habe hier, weil so toll ist es halt echt nicht. Kostet auch halt Geld jeden Tag. Ich bin immer noch jeden Tag mit Videos beschäftigt. Ja, während ich mir da die ganzen Sachen zurechtgezogen habe und die jetzt am Rumschnibbeln bin, kommt der Marc jedes Mal mit noch schlechteren Nachrichten um die Ecke. Sieht langsam echt übel aus. Da. Ja, kann man noch hoffen, dass die das jetzt noch gebacken kriegen. Hab mir das auch schon ein paar Mal angeschaut, aber ich bin auch ratlos. Wenn halt einfach das Spezialwerkzeug fehlt, um den Deckel abzudrehen, ist echt übel. Ich meine, irgendwann ist es halt auch vorbei nach der x-ten Motorrevision. Wir hoffen mal, dass es jetzt noch nicht die letzte war, aber ist echt übel. Jeder Mechaniker, der halt in diesem Motor dran war, der hat halt so seine Spuren und Macken hinterlassen an diesem Ding. Man kann das halt nicht, sowas reparieren, ohne dass irgendwo eine Macke drin bleibt oder irgendwo ein Stück fehlt. Und ja, mit den ganzen Mechanikern, die da jetzt schon zu tun hatten, es ist ganz schön viel Macken geworden. So, wie ihr seht, ist der Motor wieder halb zerlegt, weil das Pumpeabdichten hat nicht genug geholfen. Es kam noch immer Wasser rein. Deswegen mache ich jetzt nochmal die ganzen Oberflächen alles sauber, dichte das alles mit ein bisschen Silikon ab, baue es wieder zusammen und hoffe, dass es dann funktioniert. So, das Motorrad ist wieder provisorisch zusammengebaut. Jetzt kommt ein weiterer Versuch. Öl ist drin, Kühlflüssigkeit ist drin, aber ich habe wenig Hoffnung, dass es funktionieren wird. Ja, wie ihr sehen könnt, hat sich nichts verändert. Ich sitze immer noch am gleichen Ort. Es ist ein neuer Tag. Es gibt nicht viel zu berichten, außer dass mit dem Motor immer noch schlechter läuft und jeden Tag schlechter wird. Wir finden nicht, wo das Wasser reinkommt. Ich habe jetzt vorher mal, wenn wir jetzt mal ein bisschen Brainstorm gemacht, wo das Wasser vielleicht sonst noch herkommen kann. Marc testet jetzt mal ein paar Möglichkeiten. Gucken, wann er gleich zurückkommt, was er uns zu berichten hat. Heute ist auch ein ganz besonderer Tag. Und zwar der 4.9.25 ist heute. Das heißt, wir sind jetzt genau ein Jahr auf Reise. Heute vor einem Jahr sind wir losgefahren. Voll motiviert. Nicht ahnen, was passiert. Wir hatten auch nicht gedacht, dass wir dann ein Jahr später in Laos sitzen. Hätten wir auf jeden Fall nicht gedacht. Es ist extrem viel passiert und man sieht das auch genau wieder in dieser Situation heute. Wir hatten uns das Jubiläum natürlich anders vorgestellt, irgendwo am Strand oder so, gute Laune wie beim Losfahren, haben wir ja schlechte Laune. Dann reißen es halt einfach nicht, es geht nicht nur immer bergauf und nicht immer Juhu, es gibt halt viele Situationen, wo man sich seine Couch zurückwünscht und genau das ist halt auch so eine, wenn man seit einer Woche hier in diesem Hotel stuck ist. Wirklich schlafen kann man nicht, heute Nacht habe ich auch kaum ein Auge zu bekommen, weil einfach diese ganzen Käfer im Bett immer über dein Gesicht drüber laufen. Kakerlaken sind im Bad, dann kann auch so ein riesiges Gewitter. Da hoffen wir, dass der Motor irgendwann läuft, dass wir eine andere Idee finden, dass wir bald weiterkommen, aber das ist eigentlich ein richtig schönes Bild. Vorstellung und Realität liegen immer weit voneinander entfernt meistens. Und es gab diese Momente auch schon ganz oft auf der Reise, wo wir eben genauso fertig waren wie jetzt und wo man sich einfach auch nur so wünscht, so, Alter, ich steige in den nächsten Flieger ein, lass alles stehen, hock mich auf die Couch, esse einen Döner, eine Tiefkühlpizza, schaue einfach Fernsehen in meinem Bett, wo mir keiner auf den Sack gehen kann. So Momente gibt es echt oft. Echt oft haben wir auch gedacht, das geht nicht weiter. Das ist genau wieder so ein Moment, aber ich weiß, dass es weitergehen wird und wir werden irgendwie eine Lösung finden, aus diesem Hotel hier rauskommen und dann werden wir auch irgendwo hoffentlich bald mal am Strand chillen können. Auch der letzte Start war vergebens.
es kommt noch immer Wasser rein. Ich habe jetzt die Vermutung, dass es an dieser Dichtfläche hier liegen könnte, weil die war ziemlich vermackt. Ich habe hier jetzt so Metallepoxy drauf. Ich lasse es bis morgen durchhärten, dann schleife ich es ab, hoffe, dass ich wieder eine schöne glatte Oberfläche habe und dass es dann auch alles dicht ist und kein Wasser mehr im Motor kommt. Wenn es daran liegt, 100% sicher bin ich mir auch nicht. Ja, ein weiterer Tag, wo das Motorrad nicht läuft. Wir haben es endlich mal raus aus dem Hotel geschafft. Es hat mehrere Tage gedauert. Jetzt sind wir 550 Meter weiter links in dieser Stadt. Haben wir uns mal ein Restaurant gegönnt. Wir haben uns Nudeln mit Chicken bestellt, so eine Suppe. Das kam an. Das eine, das sieht aus wie eine Leber. Ich glaube, das ist auch Leber. Und das hier, es ist schon cooler, sieht auch irgendwie komisch aus. So, wir sind mit Essen fertig. Leider war es überhaupt nicht lecker. Das Fleisch war so richtig sauer schon und hatte ganz viele feine Knochensplitter drin. Auch die Nudeln, die waren schon richtig matschig und schleimig und weich. Also die waren auch schon ganz lange in dem Topf drin und genauso hat es auch geschmeckt. So, Restaurant Nummer 2. Essen sieht schon deutlich besser aus wie davor. Auch die Nudeln, alles ist ziemlich frisch. Also ja, es sieht einfach viel besser aus. Schmeckt besser, es sieht frischer aus, es riecht besser. Also es ist deutlich besser und es sind auch so Reisnudeln. Zuerst Mais auch interessant. So Leute, ich habe jetzt das, was ich gestern daran geklebt habe, dieses Flüssigmetall, heute Morgen abgeschliffen. Ich habe den Deckel wieder drauf. Jetzt werde ich Wasser einfüllen und schauen, ob es dicht hält. Ja Leute, ich habe gerade den Probelauf gemacht. Hier seht ihr das Resultat. Es ist noch immer deutlich Wasser im Öl. Es wird zwar jedes Mal ein bisschen weniger, aber ja, ist halt viel zu viel. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich von hier kommt oder von irgendwo anders, von der Fußrichtung, keine Ahnung. Ich bin jetzt an einem Punkt, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt noch weitermachen soll. Weil ich mache seit Tagen hier rum, ich versuche alles Mögliche, das irgendwie zu reparieren. Das bringt alles nichts. So, ich habe jetzt gerade mal mit dem Stift hier die Dichtfläche ein bisschen angemalt und den Deckel dagegen gedrückt. Und man hat gesehen, dass es unten noch immer nicht richtig anliegt. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal dieses Epoxy drauf, diesen Flüssigmetalldichtungssaft. Lasse das jetzt trocknen, dann schleife ich das nochmal ab und hoffe dann, dass es endlich vorbei ist, dieser Albtraum. Ich hatte jetzt die Schicht davor abgeschiffen, das war auch gar nicht so schlecht. Das lag auch schon fast überall an, aber es lag noch nicht überall an. Deswegen habe ich jetzt nochmal eine Schicht drauf, werde das morgen nochmal bearbeiten. Und dann liegt es hoffentlich überall an. Dann sollte das passen, dann sollte auch kein Wasser mehr in den Motor kommen. Das ist jetzt der Plan. Nochmal eine Nacht abwarten, nochmal abschleifen. Da muss man halt echt aufpassen, dass man hier nichts kaputt macht. Das sieht eh schon überall so ziemlich zerschrammt aus, ist es auch. Genau, und dann vorsichtig das Morgenfall fertig machen und dann sollte hoffentlich alles passen. So Leute, es ist ein neuer Morgen. Ich habe jetzt heute Morgen das hier alles abgeschliffen, was getrocknet ist und habe gerade den Test gemacht mit der Farbe. Und es liegt überall an. Also es sieht auf jeden Fall gut aus. Das heißt, ich kann jetzt hier alles putzen, das zusammenbauen, Wasser einfüllen und nochmal einen Probelauf starten. So sieht das Ganze jetzt mal ohne die Farbe aus. Da sieht man, dass da wurde halt mit dem Hammer draufgeschlagen und das habe ich jetzt hier so ausgefüllt und man erkennt es nicht richtig, aber das ist gar nicht mal so wenig, was ich da auftragen musste. Ja, zusammenbauen und testen, aber ich habe noch immer wenig Hoffnung. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Deckel ist unten, war nochmal unfassbar viel Wasser drin. Um jetzt endgültig und ein für alle Mal herauszufinden, wo dieses blöde Wasser an diesem Motor herkommt, haben wir jetzt hier diesen Wasserknall da drin zugemacht, haben uns so einen Energy Drink gekauft in einer schönen roten Farbe, haben das jetzt da reingefüllt und drücken jetzt maximal dieser Flasche auf diese Dichtung hier drauf, um zu gucken, ob irgendwie rote Flüssigkeit in den Motor reinkommt. Wenn ja, ist diese Dichtung hier kaputt, diese Dichtfläche, wenn nicht, ist es irgendwo dahinter. Einzigste Möglichkeit, Leute schauen es richtig blöd zu, wir hier Energy Drink in den Motor reinschütten, aber mei. Wir haben uns jetzt einen Adapter gekauft, hier sind überall so kleine Baumärkte in dieser Straße und mit diesem Adapter kommen wir jetzt mit meiner Benzinpumpe auf Marx einen Glühkreislauf und sollen damit ein bisschen Druck drauf gehen, hoffen, dass wir jetzt das Loch finden. Da ist die Pumpe, irgendwo sind die Adapter, können wir da nochmal mit dieser roten Flüssigkeit drauf und hoffen, dass wir diesmal mehr sehen wie gestern. So, unser Prüfstand ist fertig aufgebaut, ziemlich kreativ, würde ich mal sagen, für die Uhrzeit auch. Ziel ist jetzt hier mit 1 bis 2 Bar drauf zu drücken, dann sehen wir auch, ob der Wasserstand weniger wird und damit können wir jetzt diese eine Dichtfläche hier im Motor testen.
Also, wenn wir jetzt hier mit 1 bis 2 Bar draufdrücken und dann gleich unten aus dem Motor Wasser rauskommt, rotes Wasser rauskommt, dann wissen wir, dass es hier undicht ist. Und wenn das nicht passiert, dann ist diese Dichtstelle okay und müssen wir anders weitersuchen. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Mal gucken, ob es gleich einfach explodieren wird oder funktionieren wird. Tja, so schnell wie das geplatzt ist, konnte ich gar nicht die Kamera rausholen. Und zwar ist der Schlauch hier geplatzt. Da ist ein schönes Loch jetzt drin. Ja, wir haben gar nicht mal so viel Druck drauf gegeben, da war schon altersschwach. Jetzt ist halt alles voller roter Flüssigkeit. Ziemlich kacke. Jetzt können wir ein bisschen schwer beurteilen, ob da jetzt wirklich, ja, kacke. So, Versuch Nummer 2. Boah, wie ist den Schlauch ausgegangen? Na, auf jeden Fall weniger Flüssigkeit jetzt drin. Füll doch mal auf. Ja. Auf jeden Fall ist die irgendwo hin, ist die Flüssigkeit. Und Versuch Nummer 3. Spannend. Ja, nach unserem hochprofessionellen Experiment hat sich herausgestellt, dass keine rote Flüssigkeit in den Motor reinkam und auch nicht in den Deckel reinkam. Das ist jetzt gerade da rausgetropft. Das heißt, die Dichtung muss eigentlich dicht sein, es ist mit ordentlich Druck da rein. Das heißt, irgendwo anders ist es undicht. Das heißt, wir werden jetzt wieder alles zusammenbauen und die anderen Dichtungen noch testen. Neuer Versuch, jetzt war von oben aus dem Motor. Und jetzt drücken wir oben den Motor rein und ich habe dann hier unten meinen Finger drin stecken in dem Ausgangskanal. Idee ist, damit die Zylinderfußdichtung und Zylinderkopfdichtung testen zu können, ob da irgendwie dann rote Flüssigkeit hier unten ankommt. Ja. Mal schauen, ob ich das dicht halten kann. Okay. Oh. Ich kann es nicht dicht halten. Ja, Fazit, wir sind kein bisschen schlauer geworden aus der Sache, dass wir jetzt den ganzen Boden hier versaut haben und voll die Tür dreckig gemacht haben. Ich habe mir einen ganz schlechten Tag ausgesucht, frische Klamotten nachzuziehen. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwas anderes da reinstecken, was Druck aushalten kann. Nachdem wir jetzt stundenlang verbracht haben, die Wand dahinter mir zu putzen und die Scheiben und alles und die ganzen Stühle und Tische, machen wir jetzt einen zweiten Versuch. Diesmal mit einer Spritzschutzwand und mit Wasser, nicht mit der Energy Drink. Mal gucken, was jetzt passiert. So, Versuch Nummer 2, weil bei Versuch Nummer 1 hat das Ding weggehauen, den Schlauch. Der Stift ist unten drin. Marc ist bereit. Okay. Ja. Und Versuch Nummer 4. So, wir haben unsere Serie von Tests abgeschlossen und wir kamen zu dem finalen Ergebnis, Dass die Dichtung auf den ersten Blick dicht sind alle. Also unsere Tests haben jetzt nicht erwiesen, dass es undicht ist. Ja. Und wir haben herausgefunden, dass auf den Motor, also auf 1,8 Liter Öl, reichen schon 18 Milliliter Wasser, dass sich das Öl deutlich weiß verfärbt, wie ihr da unten seht. Wahrscheinlich ist es passiert, weil das war 100% undicht am Anfang. Und der Marc hat es ja repariert mit Epoxy. Und da bei den nächsten Tests war das Öl wieder milchig und wahrscheinlich war einfach nur noch wieder ein bisschen Wasser im Öl drin. Es ist halt unmöglich, das ganze Wasser da eigentlich rauszukriegen, weil es sitzt halt in allen Kanälen, in allen Pumpen, überall sitzt es drin. Und wenn dann 18 Milliliter reichen, dass es schon weiß wird, ist halt nichts. Ja, das kann sehr gut irgendwo da noch drin gewesen sein. Das heißt, um 100% sicher zu sein, dass wir jetzt nicht nach einem Fehler suchen, der nicht existiert, werden wir jetzt den Motor irgendwie komplett trocknen, dann richtig gut durchspielen und dann nochmal mit Öl den Test machen. Vielleicht sogar zweimal mit Öl den Test machen, um herauszufinden, ob das dann wirklich immer noch weiß wird oder ob irgendwann das ganze Wasser draußen ist. Also, wir haben Diesel organisiert, Motor ist auch schon fast zusammengebaut. Das werden wir gleich mit Diesel durchspülen, dann nochmal mit Diesel durchspülen, dann mit Öl durchspülen, dann einen richtigen Test machen. Hoffen, dass das ganze Wasser rausgeht und dann werden wir Klarheit haben, ob jetzt wirklich alles dicht ist, ob wir immer einen Fehler gesucht haben, der gar nicht mehr da ist. Wird auf jeden Fall spannend. Wir lassen wir kurz laufen, gucken uns dann mal die Farbe vom Öl an und dann werden wir mehr wissen. Das ist jetzt billiges Spülöl, je nach Farbe werden wir es nochmal durchspülen und ja, dabei behalten wir natürlich auch den Kühlerstand im Blick. So, ich habe mir jetzt ein bisschen Benzin von Elias abgezapft. Fülle ich jetzt gleich in mein Motorrad rein. Dann mache ich mal eine Testfahrt und schaue, wie das Öl danach aussieht. Hoffentlich passt alles. Dann kann man zusammenpacken und den Ort hier auch bald verlassen. Okay Leute, das Motorrad läuft. Ich werde jetzt gleich mal eine Runde fahren. Drückt mir die Daumen, dass alles funktioniert.
So, erstes Fazit nach ein paar Minuten Fahrt. Die Suzuki fährt wirklich sehr gut, die Gänge schalten sich sehr gut, passt eigentlich alles. Wenn jetzt kein Wasser in mein Öl reinkommt, dann ist alles top und wir können weiterfahren. Und Leute, es bockt sich wirklich so wieder Motorrad zu fahren, auch wenn es nur ein paar Meter waren. Ich habe es so vermisst, es macht so Bock zu fahren. Also Suzuki, lauf einfach wieder, Mann, lauf einfach. Komm, wir packen das. Okay, ich bin jetzt wieder zurück von der Probefahrt. Lief auch alles ganz gut soweit. Zurück in der wunderschönen Werkstatt. Jetzt alles abkühlen lassen, Öl ablassen, schauen wie es aussieht. Schauen wir uns mal das Öl an. Das Gute ist, dass der Motor noch in einem Teil ist. Und ja, je nachdem wie das Öl aussieht, können wir dann entscheiden, wie wir weitermachen. Sieht aber schon ziemlich milchig aus, wobei es geht eigentlich. Müssen wir gleich mal analysieren. Ja, im Vergleich vom Öl zu heute können wir auch das Öl von gestern noch anschauen. Ist auf jeden Fall beide trüb, wobei das heute ein bisschen grauer ist. Ich denke aber, es passt. Wenn da Kühlflüssigkeitsleck wäre und Kühlwasser ins Öl kommen würde, besonders jetzt beim Fahren, wird es deutlich schlimmer aussehen. Ich glaube, das sind einfach noch Reste von unseren Experimenten gestern. Ich glaube, das passt. Weiß nicht. Naja, du kannst natürlich nochmal Öl reinmachen und länger fahren und mehr fahren. Wenn es dann richtig weiß ist, wenn du jetzt nochmal Öl reinmachst und mehr fährst und es besser aussieht wie das, hast du auf jeden Fall kein Leck. Und wenn es weißer aussieht wie das, hast du ein Leck. So Leute, Probefahrt Nummer 2 und ich habe ja keinen Frontfender dran und der ganze Dreck von der Straße, weil die Straße ist nass, geht mir überall an Helm, ins Gesicht, an die Kleidung, echt ein bisschen blöd. Mitten in der Probefahrt, Motorrad läuft, hört sich gut an, hoffentlich kein Wasser im Öl, macht richtig Spaß zu fahren, wirklich richtig geil. Da kann man zu so einer großen Testfahrt zurück. Der Motor hat alles geklappt, jetzt schauen wir uns das Öl nochmal an. Auf den ersten Eindruck scheint alles gut zu sein, jetzt lassen wir mal hier das Öl richtig ab, dann passt alles, hoffentlich. So, wie immer kommt gleich das Öl raus. Moment, bereit? Ja. Oh ja, das sieht gut aus. Okay, beim Rauslaufen sieht es besser aus. Aber das ist wenigstens wieder transparent und nicht mehr so milchig wie davor. Jetzt haben wir alle Öle hier zum Vergleichen der letzten 3 Testfahrten. Ja, sieht schon deutlich besser aus. Nicht mehr so milchig, sondern schwarz. Das ist recht schnell schwarz geworden. Ich glaube, das passt. Ich auch. Ja. Das hat sich nicht mehr verfärbt. Gut, das heißt, der Motor funktioniert wieder. Nach 8 Tagen. Ja. Oh Mann, ey, ich hoffe, der funktioniert auch lange. Der Motor hat so viele Schäden hier schon bekommen. Ja. Um die Honda habe ich mich auch überhaupt nicht gekümmert. Das machen wir in der nächsten Stadt. Plan ist dann morgen alles zusammenzupacken und dann weiterzufahren, tiefer rein nach Laos. Irgendwann kommt dann die zweitgrößte Stadt des Landes. Das ist dann unser Ziel. Das sind nochmal so 200 Kilometer, glaube ich. Und da wollen wir uns dann wieder niederlassen. Da muss der Luca für seine Autosachen machen. Wir müssen weiter Videos schnibbeln. Ich muss die Honda reparieren. Aber das ist doch jetzt mal ein richtig, richtig guter Moment. Endlich, nach so langer Zeit hier. Aber es ist krass, wie lange dieses Wasser im Motor bleibt, ne? Wie oft haben wir das jetzt gespült? 5-mal. 2-mal mit Diesel, 3-mal mit Öl. Bis das wirklich draußen Und davor hast du auch noch mit Wasser, mit Öl rumgemacht. Ja, krass, ey. Das ist schon echt. Manche Sachen, da kommt man einfach nicht drauf. Man sucht und sucht und sucht und man findet es nicht. Ja, jetzt sind wir wieder zurück in unserem wunderschönen Hotelzimmer. Vielleicht die letzte Nacht, vielleicht die vorletzte Nacht. Fakt ist, wir haben hier ultra viele Käfer. Ich wollte sie euch jetzt mal zeigen. Die sind hier überall. In diesem ganzen Zimmer sind diese Käfer unterwegs. Besonders viele versammeln sich in der Matratze nachts und die wecken dich dann die ganze Zeit wieder auf. Abgesehen davon ist das Bett halt auch ultra eklig. Aber wir haben es nicht besser gemacht. Und die klettern halt nachts auf dir rum und durchs Gesicht beißen dich. Gestern hatte ich mehrere Bissen am Arm. Die haben mich stundenlang wach gehalten, weil die so gebrannt haben. Was auch richtig ätzend ist, obwohl die Zahnbürsten so hier verschlossen sind, die kommen da rein und gehen an die Zahnbürste. Jeden Tag, wenn ich meine Zahnbürste raushole, sind da Käfer dran. Das ist richtig eklig. Und das Wasser hier ist geklort, dann will ich es auch danach nicht mit Wasser abspülen.
keine Ahnung, ist halt irgendwie nicht so geil. Nö, aber wir haben uns ganz gut angepasst. Wir sind ähnlich wie die Käfer schon. So sehen wir auf jeden Fall aus. Wir haben auch Kakerlaken. Der Marc hat schon Kakerlakenblatt gemacht hier drin. Ja, mehrere schon. Auch nicht so geil. Unser wunderschönes Badezimmer mit unserer wunderschönen Toilette, wo wir hier in das Wasser hier reingreifen müssen, um zu spülen. Richtig nice, hat man immer Toilettenwasser an der Hand. Auch richtig geil ist die Dusche. Wir haben Warmwasser über dieses Teil hier, das muss man dann einschalten, wenn man hier das Wasser aufgedreht hat. Problem an der Geschichte ist, man möchte nicht mit dem Duschkopf zu sehr rumspritzen, denn direkt da sind die Kabel von dem Teil und das ist alles andere wasserdicht. Das heißt, wenn man sich beim Duschen zu sehr verausgabt, könnte es sein, dass man danach stehende Haare hat oder schlimmer. Ja, wunderschönes Waschbecken. Wir haben einen Lüfter, der Luft aus dem Hotelflur hier in unser Zimmer reinpustet, auch nicht schlecht. Und ja, in dem Bad kommen die ganzen Kakerlaken raus, die kommen halt meistens hier aus diesem Gully raus. Der Marc hat ja auch schon mehrere platt gemacht, plus diese ganzen Käfer, die draußen in dem Flur rumlaufen, die wohnen halt auch explizit hier unter dieser Tapete. Da haben wir die schon oft rauskriechen sehen. Schimmel haben wir auch oder irgendwelche Käfer. Ja, das war unser Zuhause für 9 Tage, glaube ich. Wir gucken, wie lange wir hier noch pennen. Ich habe noch nie hinter diesen Vorhang geschaut. Krass. Sonst gar nichts. Wieder beginnt ein neuer Tag, ein neuer Morgen. Heute waren so viele Käfer im Bett. Ich bin sogar eine Stunde früher aufgestanden, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Und es krabbelt immer noch überall, krabbelt es an den Haaren und sowas. Ich gehe gleich duschen. No. Boah, war das kacke. Gestern dann dieses Blitzgewitter, vorgestern dieses Ding und jeden Tag diese Käfer. Heute war es so los wieder, ey. So, da steht das Motorrad komplett zusammengebaut. Nur noch das Gepäck fehlt, das mache ich dann gleich. Gepäck ein bisschen aussortieren, draufpacken, dann ist abfahrtbereit. Ja Leute, der Tag ist gekommen. Wir packen die Motorräder, wir packen unser ganzes Sach. Ja, ich habe große Träume, ich habe große Pläne. Zwar will ich die Suzuki-Tasche loswerden und ganz viele Sachen wegwerfen. Aber ich weiß eigentlich jetzt schon, dass es nichts wird. Das wäre schön. Dringend müssen wir beide Gewicht loswerden. Wir müssen auch die neuen Sachen verpacken, die wir alle geschenkt bekommen haben. Mit den wasserdichten Taschen, Ersatzteile, der Laptop und alles. Also wir haben extrem viel zu tun, extrem viel zu entsorgen, aber auch neue Sachen zum Einpacken. Mal schauen. Kaya genießt das Kino. Also es ist ein riesiges Chaos hier ausgebrochen. Es ist richtig, richtig übel. Jetzt sind die Motorräder fast voll. Wir haben hier einen riesigen Haufen von Sachen, die wir wegschmeißen werden. Also wir haben recht viel zum Wegschmeißen. Leider haben wir aber auch recht viele neue Sachen, die jetzt dazukommen. Ich würde mal behaupten, wir sind nicht leichter geworden und wir haben auch nicht weniger. Aber ich bin meine Suzuki-Tasche. Schade, ein Jahr ist es jetzt dabei. Ja, eine richtig gute Tasche. Es tut auch ein bisschen weh, aber ich brauche die halt nicht. Viele Sachen tun weh. Wir schmeißen auch unseren Kocher weg, unseren Benzinkocher, der echt teuer war. Und recht viele Klamotten, recht viele andere Teile, Spangengurte. Wir schmeißen auch ziemlich viel Werkzeug weg. Also das alles an Werkzeug haben wir aussortiert. Das heißt wegschmeißen. Wir schmeißen auch Handys und so weg, die wir nicht mehr brauchen, werden das alles verschenken. Also wir werden der Werkstatt morgen recht viel schenken, den Leuten hier recht viel schenken. Ja, und wenn man auf dem Weg jemanden trifft, vielleicht mal was schenken. Ja, Problem ist, wir sind nicht leichter geworden. Ist vorne aufgestanden, aber heute Nacht wieder überhaupt nicht gut geschlafen im Hotel. Also so gar nicht, so echt sehr spät aufgestanden. Da war auch so eine richtig krasse Mücke unterwegs heute Nacht. Du hast sie nicht gesehen, du hast aber gehört und die hat so aufgestochen. Naja, auf jeden Fall. Fahren wir jetzt bald los, sobald wir aufgewacht sind. Motorräder müssen noch gepackt werden, da liegt noch ein bisschen Schmarrn hier in der Gegend rum. Dann wird es noch Benzin auftreiben, Benzinkarte auftreiben und dann fahren wir in diese Stadt. Mal schauen. Wir haben uns der Werkstatt gerade noch ein bisschen Schokolade und Werkzeug geschenkt von uns, als kleines Dankeschön noch und natürlich bezahlt. Jetzt holen wir uns noch schnell Geld. Dann können wir weiterfahren, endlich. Und hoffentlich wird die Suzuki nicht nach 20 Kilometer aufgehen. Ja, da heißt es wieder voll bepackt mit allen Fahrzeugen auf die laotische Landstraße.
bis in die nächste Stadt, wo wir fahren. Lao Pagam oder sowas heißt die. Das ist die zweitgrößte Stadt im Land. Und ja, erstmal Geld und SIM-Karte. SIM-Karte gekauft, alles erledigt. Das heißt, es ist dem wunderschönen Hotel, wo wir jetzt 10 Tage oder sowas waren, Goodbye sagen. Und dann auf geht's hier auf die Landstraße. Das Tolle hier in Laos ist, es ist, obwohl es so groß ist, es ist eigentlich so groß wie Deutschland oder größer, hat es echt wenig Einwohner, also 8 Millionen oder sowas. Und es ist halt weniger wie Bayern, ne? Deswegen ist halt hier auch recht wenig los überall. Das macht das Fahren, auch wenn die Straßen sehr schwer sind, sehr angenehm, weil man halt nicht sich durch so ein Gewusel kämpfen muss. Jetzt noch die letzten Sachen drauf und dann go! Ich habe tatsächlich meine Winkelkatze vorne rangebaut an meine Front. Die kann jetzt die Menschen grüßen, die vorbeikommen und denen winken. Soll auch Glück bringen, die habe ich in China geschenkt bekommen. Und ja, wir sind jetzt fast fertig, fahren jetzt noch zur Tankstelle und dann geht es wirklich los für uns. Fakt ist, wir haben festgestellt, dass die Motorräder schwerer geworden sind wie davor, obwohl wir so viel weggeschmissen haben. Haben auch viel geschenkt bekommen. In der nächsten Stadt will ich auf jeden Fall in die Werkstatt gehen, weil ich habe nämlich sehr viele Ersatzteile jetzt. Da werde ich dann sehr viele Teile tauschen, da werde ich da hoffentlich wieder ein bisschen Gewicht verlieren. Plus der Marc will auch wieder auspacken und nochmal neu packen. Es ist übel. Mal schauen, wie die Straße gleich wird. Aber ich ahne, dass wir auf Regen treffen werden. Wir haben jetzt die ersten Meter hier geschafft. Wir sind immer noch in der Stadt drin, am Rand der Stadt. Der Suki läuft alles richtig gut. Das sind schon mal richtig tolle Nachrichten. Haben wir jetzt auch einen vollen Tank. Also, sind wir bereit für den Dschungel jetzt gleich. Und fürs große Nichts. Bis jetzt klappt alles echt super auf der Fahrt. Wir stehen jetzt ja, hier irgendwo neben der Landstraße. Es ist echt faszinierend, dass hier in Laos immer ewig lang nichts kommt an Städten, nur so kleine Dörfer und sonst ist wirklich alles nur Dschungel und Natur. Das ist echt krass, nur so Mini-Dörfer. Und Läuft, was soll ich sagen? Läuft alles, ja. Perfekt. Ja. Jetzt hatten wir unseren Freund, essen was Kleines. Bisschen Snacks haben wir. Ich habe mir leider einen richtig schlechten Parkplatz ausgesucht. Ich habe ihn nämlich mitten in den Fladen reingestellt. Richtig bescheuert, aber voll in den Fladen habe ich geparkt. Ja, und dann hoffen wir, dass es nicht so lange braucht. Dann geht's weiter. Wir haben noch ein ganz kleines Stück in die Stadt. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit gekommen. Ich habe keine Ahnung. Und so fahren wieder beide Motorräder. Fast einen Monat war der Suki jetzt kaputt. Und obwohl alles läuft, vertrauen wir dem Motor nicht. 10 Tage waren wir in dieser kleinen Stadt. 10 Tage, oft mehr als 12 Stunden am Tag in der Werkstatt. 11 Nächte in einem von Käfern verseuchten Zimmer, in dem wir kaum ein Auge schließen konnten. Unsere Stimmung war schlecht. So schlecht, dass wir vieles gar nicht mehr gefilmt haben. Insgesamt haben wir den Motor auf der Suche nach dem Leck 3-mal komplett zerlegt. Und nach allem, was passiert ist uns jetzt eines klar. Das war die letzte Motorrevision. Ein weiteres Mal will das Gehäuse nicht mehr mitmachen. Schon jetzt sind wichtige Stellen nur noch geklebt. Umso größer ist die Freude, endlich wieder gemeinsam zu fahren, wieder einzutauchen in die dichte, grüne und wilde Natur von Laos, über unberechenbare Straßen, vorbei an unzähligen kleinen Dörfern. Die Ruhe hier, die Leere, wirkt nach all dem Stress fast heilend. Und doch fährt ein Gedanke immer mit, die Sorge um den Motor der Suzuki. Er sitzt tief in unseren Köpfen. Schau dir mal an, wie surreal einfach hier die Landschaft aussieht. Da wir den ganzen Tag schon fahren. Es ist so krass. Es ist so wunderschön hier. Schau dir mal diese immer wieder wunderschöne Natur an. Das ist so unglaublich schön hier. Leider kriegt man echt so wenig mit, wie schön es hier wirklich ist, dass ich so konzentrieren muss. Man muss so aufpassen auf den Straßenverkehr. Aber es ist echt sehr geil schön hier. Richtig krass. Richtig schönes Motiv. Und so fahren wir weiter. Unser Ziel, die Stadt Luang Prabang. Die Strecke ist nicht weit, gerade einmal 200 Kilometer. Doch die Straßen fordern ihren Zoll. Mal perfekt und mal reines Offroad. Kilometer für Kilometer geht es nach Süden. Wir fahren dem Sonntag entgegen und spüren, wie der Fahrtwind immer kälter und kälter wird. Die Farben verschwinden langsam. Das Licht wird weich, bis die Sonne ganz in den Bergen versinkt. Und irgendwann bleibt nur noch Dunkelheit und Staub. Und die Straße, die uns weiter in die Stadt führt.
Endlich haben wir ein kleines Hotel gefunden. Wir sind jetzt angekommen endlich in einem Hotel in Luang Prabang oder so. Kostet 4,40 Euro pro Person, ist okay. Schönes kleines Zimmer. Schauen wir uns gleich zusammen an. Jetzt haben wir 2 Missionen. Das ist aber super ruhig hier, super schön. Jetzt haben wir Hunger und Durst. Jetzt müssen wir irgendwas zu essen auftreiben. Wir haben den ganzen Tag noch nichts gegessen und viel zu wenig getrunken. Und dann gucken wir, was morgen der Tag so bringt. Ja, beim Einchecken ins Hotel haben wir jetzt erstmal eine dicke Spinne gefunden. Das ist eine richtig schön gruselige Spinne. Na, Spinni? Freust du dich schon auf Besuch? Gott, habe ich keinen Bock auf sowas. Plus, hier sind richtig viele Mücken drin. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt erstmal essen. Wir haben eine richtig gute Nachricht. Hier gibt es eine Pizzeria. Die Pizza sieht aus wie eine normale Pizza. Und da laufen wir jetzt hin, das machen wir gleich zu und freuen uns schon riesig drauf. Erste Pizza kam schon an. Es riecht so göttlich lecker von hier aus. Ich habe ja noch keine bekommen. Es schmeckt auch richtig geil. Das ist zum einen nicht mehr so süß wie in den ganzen anderen Ländern. Das ist safe die beste Pizza seit Europa. Richtig gut. Es sieht so lecker aus. Ich will meine jetzt auch haben. Wir haben uns gleich 2 bestellt. Einen zum jetzt, erst einen zum Mitnehmen, weil wir so großen Hunger haben. Ja, die sind auch echt groß, also richtig geil. Endlich mal wieder gescheit essen. Das haben wir uns so verdient, Mann. Ich will jetzt meine Pizza haben. Komm. Meine Pizza ist mehr oder weniger fast inhaliert, wo die ankam. Es sind noch 2 Stückchen übrig. Die könnt ihr euch noch anschauen. So eine geile Pizza. Ja, und richtig geil. Wir haben dann auch noch eine für zu Hause. Ja, wir haben noch einen zum Takeaway. Oh, ist das ein Traum. So glücklich. Essen ist so schön, besonders wenn es richtiges Fleisch und Käse ist. Oh. Ja, unsere 3 extra Pizzen kamen jetzt an für später noch. Das tut unseren Bäuchlis richtig gut, so viel zu essen. Ja, hat 1,3 Millionen gekostet. Das ist ein dicker Geldhaufen. Damit bezahlen wir jetzt mit diesem Geldhaufen. Das ist echt ganz schön viel Asche. Sind wie viel Euro? So 50 Euro, ein bisschen mehr. Ja, kostet mehr wie unser Hotel für 3 Nächte. Ja, trotzdem für 6 Pizzen plus Bier absolut okay, 50 Euro zu bezahlen. Ja, wird lustig, das jetzt der Kellnerin in die Hand zu drücken. Das ist irgendwie, sieht es fast aus.